Am Samstag ist es endlich soweit. Das große DFB-Pokalfinale 2026 steht an. Und was für ein Finale ist das bitte? Der FC Bayern München trifft auf den VfB Stuttgart. Damit haben wir auf der einen Seite den deutschen Meister Bayern und auf der anderen Seite den amtierenden Pokalsieger aus Stuttgart. Also Fußballfans, mehr geht eigentlich kaum. Und damit erstmal herzlich willkommen an alle Bayern, Stuttgart und Fußballfans zurück auf Werners Fußballecke. Ja Leute, uns erwartet da wirklich ein absolutes Topspiel im Berliner Olympiastadion. Und natürlich gibt es heute meine große Pokalfinalprognose. Das heißt, wir schauen auf alle wichtigen Infos rund um das Finale, sprechen über die möglichen Aufstellungen von Vincent Kompany beim FC Bayern und natürlich auch über die mögliche Starte von Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart. Und ganz am Ende gibt es natürlich auch noch meinen persönlichen Tipp fürs DFB-Pokalfinale. Also ja Leute, wir haben heute wieder einiges vor. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Und ganz kurz noch, bevor es losgeht, wenn du Bock auf mehr Fußball, Prognosen, Analysen und natürlich regelmäßig neuen Fußball-Content hier auf Werners Fußballecke hast, dann lass mir gerne ein Like fürs Video da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, nicht vergessen, damit du keine Fußballvideos mehr verpasst. So, bevor wir gleich natürlich ausführlich über die möglichen Aufstellungen vom FC Bayern und vom VfB Stuttgart sprechen, schauen wir erstmal noch ein paar echt spannende Fakten rund um beide Teams und dieses DFB-Pokalfinale. Und ja, hier sehen wir jetzt nochmal alle Pokalfinals seit der Saison 2015-16 bis heute. Der VfB Stuttgart steht tatsächlich zum zweiten Mal in Folge im Finale und konnte hier in der vergangenen Saison mit einem starken 4:2 gegen Arminia Bielefeld den DFB-Pokal insgesamt zum vierten Mal gewinnen. Der FC Bayern München dagegen steht jetzt erstmals seit 6 Jahren wieder im DFB-Pokalfinale. In der Saison 2019-20 konnten die Bayern den Pokal mit einem klaren 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewinnen. Und das war damals bereits der insgesamte 20. Pokalsieg der Münchner. Damit ist Bayern natürlich weiterhin Rekordsieger im DFB-Pokal. Außerdem treffen jetzt zum ersten Mal seit der Saison 22-23 wieder 2 Bundesligisten im Finale aufeinander. So, und jetzt schauen wir mal den Weg von Bayern und Stuttgart ins diesjährige Pokalfinale an. Und ja, wenn man ehrlich ist, hatte der FC Bayern mit Teams wie dem 1. FC Köln, Union Berlin, RB Leipzig und Bayer Leverkusen schon die deutlich stärkeren Gegner auf dem Weg ins Finale. Vor allem der 2:1 Sieg vom VfB Stuttgart im Halbfinale gegen den SC Freiburg war ja wirklich extrem knapp. Erst in der 119. Spielminute erzielte Thiago Tomasch das entscheidende 2:1 Siegtor für den VfB. Aber am Ende gilt natürlich trotzdem, wer im Finale steht, hat sich das zu 100% verdient. Zum insgesamt 11. Mal treffen der FC Bayern München und der VfB Stuttgart jetzt im DFB-Pokal aufeinander. Und ja, die Pokalhistorie spricht dabei schon eher für die Bayern. Die letzten 7 Pokalduelle gingen nämlich alle an den FC Bayern München. Der letzte Pokalsieg vom VfB Stuttgart gegen Bayern liegt sogar bis in die Saison 1989-90 zurück und damals gewann Stuttgart im Achtelfinale mit 3:0. Die Tore damals erzielten zweimal Fritz Walter und einmal Jürgen Hartmann. Also ja, das ist schon ziemlich lange her. Aber die große Frage ist natürlich jetzt, wer könnte im Finale diesmal die Tore für beide Teams erzielen? Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier sehen wir jetzt mal die besten Bundesliga-Torschützen und Vorlagengeber vom FC Bayern München und vom VfB Stuttgart in dieser Saison 2025-26. Und wenn man bedenkt, dass die Bayern in dieser Bundesliga-Saison unglaubliche 123 Tore erzielt haben, dann sieht die Toranzahl pro Spieler natürlich schon nochmal komplett anders aus. Aber
Man darf auf der anderen Seite natürlich auch den VfB Stuttgart überhaupt nicht unterschätzen, denn mit 71 Saisontoren hat der VfB immerhin die zweitmeisten Treffer aller Bundesliga-Teams erzielt. Also ja, allein deswegen dürfte uns hier wirklich ein extrem spannendes DFB-Pokalfinale erwarten. Und was natürlich auch richtig interessant ist, mit Harry Kane und Dennis Undaff treffen hier die zwei erfolgreichsten Bundesliga-Torjäger dieser Saison direkt aufeinander. Harry Kane hat sich mit überragenden 36 Treffern in nur 31 Spielen erneut die Torjägerkanone gesichert, während Dennis Undaff immerhin auf starke 19 Bundesligatoren in 29 Spielen kommt und damit gleichzeitig auch der erfolgreichste deutsche Stürmer ist. Und eine Statistik ist dabei schon echt brutal. Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz und Serge Gnabry haben zusammen sogar mehr Tore erzielt als der komplette VfB Stuttgart-Kader in dieser Saison. Deshalb wird es natürlich unglaublich spannend zu sehen sein, wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannschaft taktisch gegen diese starke Bayern-Offensive einstellen wird. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch die Defensive der Bayern extrem aufpassen. Vor allem auf einen Dennis Undaff, aber natürlich auch auf Demirovic, der ebenfalls jederzeit für ein Tor gut ist. So, bevor wir jetzt gleich zu den möglichen Aufstellungen beider Teams kommen, schauen wir uns hier nochmal kurz die letzten 10 Spiele zwischen Bayern und Stuttgart an. Und auch da spricht die Statistik erstmal klar für den FC Bayern, denn egal ob Bundesliga oder DFL Supercup, die Münchner haben die letzten 5 Duelle allesamt gewonnen. Und das meistens sogar ziemlich deutlich. Der letzte Sieg vom VfB Stuttgart gegen Bayern war das 3:1 zu Hause in der Saison 23/24. Aber ja, wir wissen natürlich alle, in einem Pokalfinale ist am Ende immer alles möglich. So, liebe Bayern- und Stuttgart-Fans, und damit schauen wir uns jetzt mal die möglichen Aufstellungen von Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß für dieses DFB-Pokalfinale etwas genauer an. So, und hier sehen wir jetzt meiner Meinung nach die aktuell bestmöglichen Aufstellungen vom FC Bayern München, wie natürlich auch vom VfB Stuttgart für dieses DFB-Pokalfinale. Gut, ich habe bei Bayern erstmal Jonas Uhrbek ins Tor gestellt, weil man bei Manuel Neuer aktuell einfach noch abwarten muss, was seine Wadenprobleme angeht, beziehungsweise ob er bis Samstag wirklich bei 100% sein wird. Aber selbst wenn Neuer ausfallen sollte, hat Bayern mit Uhrbek natürlich trotzdem einen richtig starken Vertreter im Bayern-Tor. Was die taktische Ausrichtung beim VfB Stuttgart angeht, habe ich mich hier vor allem am letzten Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und VfB Stuttgart am 30. Spieltag orientiert. Gut, der VfB hat dieses Spiel zwar verloren, aber gerade in der Anfangsphase wirklich schon sehr gut mitgespielt und konnte ja sogar durch ein Tor von Chris Führig mit 1:0 in Führung gehen. Und ja, diese mögliche Stuttgart-Startelf sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas zu offensiv aus. Aber ganz ehrlich, es gibt nur dieses eine Finalspiel und sich gegen Bayern nur hinten reinzustellen, bringt ja halt einfach gar nichts. Klar ist aber natürlich auch, egal ob Bayern oder Stuttgart, alle Spieler müssen defensiv mitarbeiten, wenn man dieses Pokalfinale gewinnen will. Ich denke deshalb auch, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Defensive auf seine eingespielte Viererkette setzen wird. Trotzdem könnte ich mir auch vorstellen, dass diesmal wieder Konrad Laimer auf links bzw. Stanisic auf rechts beginnen werden, denn die Offensive vom VfB Stuttgart darf man definitiv nicht unterschätzen. Egal ob Dennis Undaff, Demirovic, Chris Führig oder Jamie Leveling, Stuttgart hat offensiv schon extrem viel Qualität. Deshalb gehe ich aktuell davon aus, dass Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic die Bayern-Abwehr im Finale bilden werden. Und beim VfB bin ich wirklich gespannt, ob Sebastian Hoeneß jetzt zum 3. Mal in Folge mit derselben Defensive spielen lassen wird. Denn genau diese Abwehr stand auch schon beim starken 3:1 Heimsieg gegen Leverkusen auf dem Platz und jetzt zuletzt auch beim 2:2 in Frankfurt. Und man muss ja schon sagen, so oft hat Hoeneß in dieser Saison nicht immer exakt dieselbe Mannschaft spielen lassen.
Im Stuttgart-Tor wird natürlich Alexander Nübel stehen und gerade jetzt, nachdem klar ist, dass Bayern langfristig wohl nicht mehr mit ihm plant, will er es dem Münchner bestimmt nochmal richtig zeigen. Davor würde ich wieder mit Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, der laut Kickernoten aktuell sogar der beste Abwehrspieler der Bundesliga-Saison 2025/26 ist, und Ramon Hendricks von Beginn an spielen. Gerade Mittelstädt und Chabot bringen extrem viel Erfahrung mit und genau das ist in so einem Finale natürlich enorm wichtig. Dazu wollen sich mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft bestimmt auch nochmal einige mögliche DFB-Nationalspieler empfehlen. Und genau sowas kann eine Mannschaft natürlich nochmal einen extremen Push geben. Das wäre gegen diese starken Bayern natürlich extrem wichtig. Klar, andersrum, am Donnerstag will Julian Nagelsmann natürlich schon den WM-Kader bekannt geben, aber vielleicht, wer am Samstag vielleicht noch richtig herausragt, hat vielleicht auch noch eine Chance, nachnominiert zu werden. Klar, haben beide Trainer defensiv trotzdem noch weitere Optionen. Bei Bayern wären Kim, der wohl wieder fit ist, und auch Ito eher Spieler für die zweite Halbzeit, je nachdem, wie das Spiel läuft. Beim VfB könnte dagegen eventuell auch Luka Čakeš nochmal in die Startelf rutschen. Finn Jeltsch dürfte nach seiner Verletzung dagegen eher eine Option für die zweite Halbzeit sein. Im zentralen Mittelfeld bzw. auf der Sechserposition erwarte ich dagegen auf beiden Seiten eigentlich keine großen Überraschungen. Bei Bayern werden Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic meiner Meinung nach definitiv von Beginn an spielen. Gerade Pavlovic will natürlich auch Bundestrainer Nagelsmann nochmal zeigen, dass er der richtige Mann fürs deutsche zentrale Mittelfeld ist. Und natürlich wird wahrscheinlich auch Leon Goretzka, der Bayern ja verlassen wird, in der zweiten Halbzeit nochmal seine Minuten bekommen. Vielleicht kann er sich ja sogar mit seinem insgesamt dritten DFB-Pokalsieg dann verabschieden. Beim VfB dagegen gehe ich aktuell davon aus, dass Atakan Karasor wieder in die Startelf zurückkehren wird. In der Bundesliga hat er zuletzt wegen seiner Rotsperre gefehlt. Allerdings muss man auch sagen, dass ihn Kemal Andres in den letzten beiden Bundesligaspielen wirklich sehr stark vertreten hat. Dazu konnte Kemal Andres den VfB zuletzt sogar mit 1:0 gegen Frankfurt in Führung bringen. Also da bin ich wirklich gespannt, wie Sebastian Hoeneß am Ende aufstellen wird. Und offensiv spielt hier sowieso mit das Beste, was die Bundesliga aktuell zu bieten hat. Gerade beim FC Bayern mit Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane und auch Jamal Musiala. Allein diese 4 Bayern-Spieler haben in allen Wettbewerben zusammen unglaubliche 111 Tore erzielt. Dazu führt Harry Kane mit aktuell 7 Treffern auch noch die Torjägerliste im DFB-Pokal an. Mit Lennart Kahl hat Vincent Kompany dann zusätzlich nochmal eine richtig starke Einwechseloption für die zweite Halbzeit. Dazu natürlich auch Nicholas Jackson, der natürlich auch den Verein jetzt dann verlassen wird, kann je nach Spielstand dann nochmal für frische Power im Angriff kommen. Und natürlich darf man auch nicht Guerrero vergessen. Wenn der Spielstand es zulässt, könnte auch Guerrero zum Abschied nochmal seine Minuten im Bayern-Trikot bekommen. Klar, beim VfB wirkt diese mögliche Startelf erstmal extrem offensiv. Aber wie vorhin schon mal gesagt, es gibt nur dieses eine Finale. Und gerade gegen Bayern musst du vielleicht wirklich alles auf eine Karte setzen. Denn sich nur hinten hereinstellen bringt dir gegen diese Bayern aktuell eigentlich sowieso nichts, weil die Münchner wahrscheinlich so oder so mindestens ein Tor erzielen werden. Deshalb würde ich persönlich Stuttgart tatsächlich genau so aufstellen. Heißt, Chris Führig als linken Schienenspieler und auf der anderen Seite Jamie Lieveling. Gerade Führig ist aktuell wieder richtig gut drauf. In den letzten 6 Bundesligaspielen erzielte er immerhin 3 Tore und bereitete zusätzlich noch 2 Treffer vor. Dazu ist er extrem stark im 1 gegen 1 und mit aktuell 35,37 km/h hinter Wagnumann sogar der zweitschnellste VfB-Spieler in dieser Bundesliga-Saison. Also Führig gegen Stanisic, das könnte wirklich ein richtig spannendes Duell werden.
Und Jamie Leveling kann, wenn er einen richtig guten Tag erwischt, Spiele fast alleine entscheiden. Mit 35,0 km/h gehört er auch zu den schnellsten Spielern beim VfB und kommt in allen Wettbewerben immerhin auf starke 11 Tore und 12 Vorlagen. Auf den zentralen offensiven Positionen würde ich außerdem definitiv Nicolas Nathai und El Kanouche von Beginn an bringen. Gerade Nathai konnte in den letzten beiden Ligaspielen gegen Leverkusen und Frankfurt absolut überzeugen. Gegen Leverkusen bereitete er ein Tor vor und jetzt gegen Frankfurt traf er sogar selbst zum zwischenzeitlichen 2:0. Also meiner Meinung nach gehört Nathai definitiv in die Startelf gegen Bayern. Und auch El Kanouche würde ich beginnen lassen. Er spielt bzw. kann sehr starke Pässe in die Tiefe spielen, ist technisch richtig stark und zusätzlich auch noch selbst torgefährlich. Gut, gegen Frankfurt saß er noch komplett auf der Bank, aber vielleicht war das auch schon ein Zeichen dafür, dass er im Pokalfinale von Beginn an spielen könnte. Natürlich könnte man auch mit Dennis Undaff auf der offensiven Mittelfeldposition spielen und dafür Demirovic direkt im Sturm beginnen lassen. Ich denke aber eher, dass Hoeneß mit Demirovic nochmal einen extrem starken Joker für die Halbzeit 2 bringen könnte. Gerade wenn nochmal neue Torgefahr und frische Energie gebraucht wird. Dazu natürlich auch Thiago Tomasch, mit dem Stuttgart ebenfalls noch eine richtig starke Option für die Offensive hätte. Also ja, auch Sebastian Hoeneß hat offensiv definitiv die Qual der Wahl. Für mich persönlich sind das aktuell einfach die stärksten Formationen für dieses eine Spiel im DFB-Pokalfinale 2026. Denn Verstecken bringt dir so im Finale einfach gar nichts. Gerade gegen Bayern musst du von der ersten Minute an selbst Fußball spielen. Der FC Bayern München bzw. Vincent Kompany wird nämlich von Sekunde 1 an versuchen, das Spiel komplett zu kontrollieren, Stuttgart mit aggressivem Pressing unter Druck zu setzen und möglichst früh in Führung zu gehen. Und genau dagegen muss der VfB sofort dagegenhalten. Sich nur hinten reinstellen und ausschließlich auf Konter zu hoffen, wäre meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Wenn du in diesem einen Finalspiel wirklich eine Chance gegen Bayern haben willst, dann musst du deine eigene Taktik durchziehen und versuchen, deine eigenen Stärken ins Spiel zu bringen. Und genau deshalb sind beide Teams meiner Meinung nach auch so gefährlich. Denn beide Mannschaften sind vom Torwart über die Defensive bis hin zum Sturm wirklich extrem stark besetzt. Heißt also auch, beide Teams sollten versuchen, dem Gegner von Beginn an ihre eigenen Stärken aufzuzwingen. Also liebe Fußballfreunde, Bayern gegen Stuttgart wird wirklich ein extrem interessantes und spannendes DFB-Pokalfinale werden. Denn hier treffen aktuell definitiv zwei der besten deutschen Mannschaften aufeinander. Und ja, mein persönlicher DFB-Pokaltipp für den FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart ist ein torreicher 3:2 Sieg für Bayern. Ich könnte mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel vielleicht sogar in die Verlängerung gehen könnte. Vor allem darin, wenn Stuttgart es schafft, sein eigenes Spiel durchzubringen und die eigenen Stärken wirklich auf den Platz zu bekommen. Und jetzt natürlich die Frage an euch, liebe Bayern, Stuttgart und Fußballfans. Was tippt ihr für das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Stuttgart? Schreibt euren Tipp unbedingt unten in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch allen jetzt ein faires und hoffentlich überragendes Finalspiel. Drückt euren Teams die Daumen, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal hier auf Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.